Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, in dem letzten Video war es ja gewesen. Gestern war ja der Stream, davor war das ja das Video gewesen mit Dr. Abavuvu, wo ich nochmal besten Try gegen ihn rausgesemmelt habe hier. Und ja, daraufhin wurde in der Taverne wohl aufmerksam gemacht, dass ich mit meinen Werten und meiner Waffe und alles den Abavuvu eigentlich schon hätte längst besiegen müssen. So, ne? Und ja, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen ja, dass ich dokumentiere ja alles, seit dem 16.09.2021 hier bereits schon an dem Gegner hänge, hier Dr. Abavuvu. Und das ist jetzt schon eine gewisse Zeit, sag ich mal. Ne? Das ist jetzt schon ein paar Monate her, so 5 Monate circa, ne? Und ja, ich hatte mir da bisher immer so keine Platte gemacht, weil ich habe mir so gedacht, ja, mein Gott, irgendwann wird er schon fallen halt so, ne? Ich traue dem jetzt nicht hinterher, ne? Steige ich nur wieder ein Level auf, bekomme wieder weniger XP, was soll das so, ne? Also habe ich mir da nicht immer so die Gedanken drüber gemacht. Aber aufmerksame Zuschauer haben bemerkt halt, dass ja eben da irgendwas nicht ganz hinhaut mit dem Abavuvu. Und ja, der Daily Bug Report vom neuen Backend-Server hier live aus von S31 hat mal wieder zugeschlagen. Und ja, ich hatte bisher mir auch keine Platte gemacht, das Ganze hier in das SF-Tool von Ma21 zu jagen, um mal die Prozentchancen hier bei dem Gegner auszurechnen. Und ja, ihr könnt ja mal gerne schreiben, wo ihr so jetzt die Chancen seht, circa bei Dr. Abavuvu. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr jetzt gedacht habt, pausiert das Video und dann macht's mal gleich weiter. So, ne? Und ja, ich habe das Ganze mal in den Dungeon Simulator gepackt und es kam tatsächlich eine Gewinnchance von, haltet euch fest, fast 16% raus. So, ich hänge jetzt schon seit 5 Monaten an diesem Gegner hier, an Dr. Abavuvu, ja, und kriege es nicht hin, diesen Gegner hier zu besiegen. Mit einer Chance laut Tool von 16%. So, es ist schon seit geraumer Zeit so eine Art Verdacht irgendwie gewesen, dass die Gegner mit dem neuen Backend vielleicht ein bisschen hier vereinzelt da mal stärker sind oder anders berechnet werden oder was weiß ich. Ich hatte immer so gedacht, ja, irgendwie kann das Tool ja nicht funktionieren so, ne? Ich hatte, wie gesagt, das noch nie so reingejagt, aber ich hatte immer so gedacht, der muss doch ein bisschen Chance muss ich doch gegen den haben, so, ne? Und Leute, die schon deutlich schwächer sind als ich, haben den schon längst besiegt. Nur ich halt noch nicht mit meinen Stats, so, ne? Und ja, das fand ich dann schon ein bisschen merkwürdig. Und ich habe ja nicht so viel reingetried in den Gegner. Seit den 5 Monaten habe ich hier und da mal in ein paar Videoversuchen mal so 1000 Pilze vielleicht so in Videos selbst halt so reingesteckt. Und da habe ich mir gesagt, scheiß drauf. Der fällt nicht. Irgendwann fällt der von alleine im Free-Try so. Ne? Der will nicht. So. Und das ist für mich hier ja, Pilzverschwendung irgendwo. Und dann hatte ich das Ganze nicht mehr wahrgenommen und habe seitdem her immer nur meine Free-Tries gemacht und ich mache am Tag so zwischen 5 und 10 Dungeon-Tries, so meine 5 bis 10 Free-Tries, die ich so am Tag schaffe. So, ne? Man schafft natürlich mehr, aber viel mehr mache ich dann auch nicht so großartig. Immer mal wieder. Und mit einer 15% oder 16%igen Chance fast müsste der eigentlich schon im nächsten Try liegen. Theoretisch. Praktisch sieht das Ganze anders aus. Praktisch habe ich ihn seit 5 Monaten schon nicht besiegt und ja, es ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass ja, vereinzelte Gegner, oder man weiß nicht ganz genau, vielleicht auch alle Dungeon-Gegner mit dem neuen Backend neu berechnet worden sind und deutlich schwieriger sind als auf den anderen Live-Servern, wo das neue Backend noch nicht drauf ist. Das heißt, wenn ich hier meine Mushrooms verschwenden würde, dann würde ich sie unnötig verschwenden, weil die Gegner viel, viel stärker auf dem Server sind mit dem neuen Backend als auf anderen Servern. So, was wieder natürlich benachteiligt für das neue Backend natürlich ist. Und ja, so eine Sache kriegt man ja auch nicht einfach raus, wenn man das nicht alles so nachforschen würde. Und deswegen bin ich da sehr dankbar, dass es da aufmerksame Leute gibt an der Stelle, die das Ganze auch mehr wahrnehmen als ich. So, ne, auf jeden Fall. Wer meine W50-Videos verfolgen sollte, der hat gesehen, dass wir auch dieses Tool benutzt haben mit dem Dungeon-Rechner und so. Und da haben wir Gegner gekloppt mit einer 0,3-, 0,5%igen Chance.
und haben die besiegt, weil die schon im Rahmen des Machbaren sind. So, wenn die 1% haben, die Gegner, dann fällt der binnen 100 Tries. So, und mit 15% sollte der innerhalb der nächsten 4 Versuche fallen eigentlich so, ne? Und dass das nicht klappt, das ist halt eben, es könnte jetzt natürlich, luckmäßig abhängen, dass es jetzt die nächsten Tries jetzt so klappt, ne? Aber ihr seht halt, der endet halt immer so ungefähr gleich und ich habe ja auch schon so viele Tries gegen den hier reingebraten, wo ich mir sage, das sieht hier nicht nach 16% aus. So, und die waren halt auch schon immer teilweise sehr knapp gewesen. Und ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, zum 10.000 Abo-Special oder nicht zum 10.000 Abo-Special zum 24-Stunden-Stream, da haben wir, glaube ich, auch irgendwie, ich weiß nicht, da war ja Igni noch hier gewesen und da haben wir, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ich glaube, da haben wir alleine schon 1.000 Tries oder so. Ich weiß nicht, ob das gegen Abavuvu gewesen ist oder ob das, es müsste ja auch irgendwie noch der Gegner, ich weiß es nicht mehr ganz genau, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich sag mal so, 1.000 Pilze sind hier auf jeden Fall reingeflossen und das sieht mir nicht nach 16% aus. 16% sehen deutlich anders aus. Wie gesagt, das müsste eigentlich in der Theorie Free Try sein, mit so einer hohen Prozentchance. Und demzufolge ist davon auszugehen, dass halt eben die Dungeon-Gegner mit dem neuen Backend wohl anders berechnet worden sind oder halt eben stärker sind. Und das Ganze ist halt hier eben sehr unrealistisch. Und deswegen, ich hatte immer, wie gesagt, so einen Verdacht gehabt, dass, weiß ich nicht, dass irgendwas nicht stimmen kann, dass ich eigentlich den schon längst besiegen müsste. Aber irgendwie das Ganze, keine Ahnung, nicht so richtig klappt. Und dann habe ich gesagt, scheiß einfach drauf und wenn es so ist, dann fällt er, wenn nicht, dann halt nicht. So, ne? Und wie gesagt, dadurch, dass ich halt das nie berechnet habe, die Chancen für den Gegner, bin ich halt auch nie auf diese Prozentanzahl von 16% gekommen. So, und auf anderen Servern, da stimmt so ungefähr diese Prozentchance. Also es liegt wirklich halt daran, dass halt, weiß ich nicht, die Gegner hier irgendwie eine andere Berechnung haben oder so, weil die Leute, die sich da schon ein bisschen mehr auskennen, die wissen, dass halt 16% wirklich innerhalb der nächsten 2, 3 Versuche liegen müsste so. Und das geht ja, wie gesagt, schon seit 5 Monaten so, ne? Und wie gesagt, 1000 Tries sprechen eigentlich für sich, wenn nicht sogar noch mehr. Und jeden Tag 5 bis 10 Free Tries sprechen eigentlich auch dafür, dass er da eigentlich schon hätte liegen müssen. Und das Ganze aber hier nicht so funktioniert. Also wieder eine neue Sache, auf die wir hier aufmerksam geworden sind auf dem Server. Wenn jemand hier Dungeon Tries machen sollte und auf S31 spielt, lasst es lieber sein. Die werden euch wahrscheinlich teuer zu stehen kommen. Die Pilze bekommt ihr auch nicht zurückerstattet oder sonst irgendwie gut geschrieben, weil das muss man halt auch erstmal irgendwie nachweisen, dass man halt das auch so investiert. Lasst es einfach sein. Wenn ihr auf S31 spielt, dann macht keine Dungeon Tries. Das Ganze baitet euch nur zu sehr rein und ihr verschwendet da Pilze und habt im Prinzip davon nichts. Deswegen werde ich auch hier, wie gesagt, das war vorher schon meine Politik gewesen und wird es jetzt auch weiterhin so sein, werde ich hier keine weiteren Tries reintryen, weil es halt einfach kompletter Schwachsinn ist so. Ne? Und der Gegner danach, der Shakes, der liegt ja eigentlich noch leichter so. Und ich will nicht wissen, was der für eine Prozentchance hat. Ich kann es ja mal kurz nachschauen, tatsächlich. Wie gesagt, ich hatte ja meinen Account jetzt damit auch das erste Mal hier in das Tool eingelesen gehabt. Und dann schauen wir einfach mal. So, kleinen Moment. Wir nehmen mal hier den Magier und nehmen so. Und wir gucken jetzt mal einfach in die, mal schauen, wo sind sie denn hier? Hier, da ist er. Okay, so, da gucken wir jetzt mal. Erstmal Abavuvu, das hatten wir ja schon gesehen, da sind die Prozentchancen, ne, das hatten wir hier ausgerechnet gehabt, bei knapp 16%. Und der Gegner danach, das ist der Shakes. Mal gucken, wo liegt der? Der ist bei 25%. Ja, also das ist halt wirklich... Ja gut, und der Gegner danach, der müsste dann halt wieder runtergehen, logischerweise. Ja, 0%, das ist halt ein Magier nochmal. Ne? Aber mit diesen Prozentchancen hier
müsste der schon längst liegen. Ne? Wie gesagt, die Leute, die W50 Videos gesehen haben, wo wir da Dungeon Tries gemacht haben, das ist wirklich nochmal eine andere Schublade, die ich jetzt hier nicht öffnen möchte. Und da haben wir wirklich getried bei 0,5, 0,3% und die Gegner sind gefallen. Und hier fällt er nicht mal nach 5 Monaten bei 16%. So. Also, wieder auf was aufmerksam geworden. Ja, und da muss auf jeden Fall auch was passieren. Es ist schade, dass wir das hier alles auf dem Live-Server miterleben müssen und alle Leute, die davon jetzt nicht Bescheid wissen und hier auf dem Server noch irgendwie spielen oder so und hier Dungeon Tries machen, das tut mir wirklich sehr leid für die Leute. Eigentlich müsste man, da würde ich mir wünschen, dass man wieder so eine serverweite Rundmail schreibt oder schreiben kann, wo dann halt, ja, weiß ich nicht, oder mal vom Support irgendwie mal so eine Rundmail kommt hier exklusiv für S31, dass wir hier auf dem neuen Backend spielen, dass die Spieler mal hier informiert werden auf dem Server. Da kam ja jetzt noch nichts irgendwie so großartig für die Leute hier und die sind halt, ja, mit allem eben sehr benachteiligt, was das gesamte Spiel angeht, so, ne? Ja, größtes Feature, was halt fehlt, eben die Goldgrube. So, ne? Ja, alles klar, das war's soweit. Wollte ich euch nur noch mal informieren und zeigen, ja, da ist was im Magen. Ne? Also Backend ist auf jeden Fall noch nicht zu 100%ig ausgereift und ich bin gespannt. Ich hoffe mal, dass da noch einige Verbesserungen kommen werden in Zukunft, denn es sieht so aus, dass noch, ja, das Backend nicht sehr stabil erstmal so ist. Und aber im Untergrund viel mehr Sachen noch zum Vorschein kommen, von denen man noch gar nicht ausgehen kann, die man noch gar nicht testen kann, die man noch, ja, wo man wahrscheinlich noch gar nicht weiß, dass da überhaupt was falsch läuft. So. Und deswegen bin ich da sehr gespannt und auch ein bisschen verunsichert. Naja, aber das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir haben den Grund rausbekommen, warum der Abavuvu noch nicht liegt. Und ja, lasst es euch gut gehen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.